Herzlich willkommen im bekanntesten Skigebiet Deutschlands. Herzlich willkommen in Garmisch Classic. Im heutigen Video verschaffen wir uns einen Überblick zum Skigebiet, nehmen euch mit auf die steilste Piste Deutschlands, die Kandahar, und beantworten am Ende des Videos die Frage, für wen sich Skifahren hier ganz besonders lohnt. Und jetzt nichts wie auf in diesen Skitagen. Glaubt man gar nicht, dass das in Deutschland liegt. Die ersten Kurven des Tages gefahren auf einer von 3 Talabfahrten, und jetzt verschaffen wir uns mal einen Überblick. Wir reden in diesem Skigebiet über 3 Teilbereiche. Einmal den Hausberg, auf dem wir uns gerade befinden, wo viele Pisten im blau markierten Bereich sind, wo viele Skischulen zu Hause sind und die ersten Schritte auf Skiern trainieren. Dann weiter in Richtung Alpspitze, mittelschwere rote Pisten und ein besonderer Aussichtspunkt, nämlich die Alpspix. Da werden wir gleich auch noch auf die Plattform gehen und euch diesen Eindruck dort oben zeigen. Es ist einer der schönsten Ausblicke Deutschlands, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und dann gibt es noch den Bereich am Kreuzeck mit einer spektakulären Skipiste, nämlich der Kandahar. Schwarz markiert, eine der steilsten Pisten Deutschlands, befahren wir in diesem Video am Ende. Was wir auch sehen, ist, dass ihr 2 Möglichkeiten habt, aus Garmisch-Partenkirchen hinaufzufahren. Entweder an der Hausbergbahn, wo wir gestartet sind, oder drüben an der Kandahar gelegen gibt es 2 Lifte, die euch nach oben befördern. Und nicht nur das, sondern ihr habt auch noch die Möglichkeit, zur Zugspitze zu fahren. Ab dem 2-Tage-Skipass ist auch der Bereich der Zugspitze möglich für euch zu befahren. Das Video zur Zugspitze ist hier oben verlinkt. Da könnt ihr euch mal einen Überblick über das Skigebiet am höchsten Berg Deutschlands verschaffen. Und für uns geht es jetzt auf die Pisten hier am Hausberg. Und dann wechseln wir zur Alpspitze. Kommt mit! Auf geht's zum Kandahar Express! Die ersten Abfahrten des Tages gefahren, und ihr seht schon, aufgrund des Tauwetters der letzten Tage ergeben sich aktuell kompakte, eher eisige Verhältnisse. Den Drehtag des heutigen Videos findet ihr unten in der Beschreibung, und wir bewegen uns jetzt vom Hausberg, wo ja einige blaue Pisten waren, immer mehr in Richtung Kreuzeck und Alpspitze. Diesen Berg sehen wir gerade auch da oben durchblitzen, ein wirklich schönes Bergmassiv, genauso wie hier auch den Hochwanner, die Dreitorspitze von Partenkirchen, aber auch der Blick hier raus in Richtung Garmisch, in Richtung Starnberger See ist wirklich gewaltig. Jetzt also auf zu den ersten roten Pisten des Tages hier vom Kandahar Express. Yeah! Oh, das war richtig schön zu fahren hier. Mega, das Panorama auch im Hintergrund mit der Alpspitze. Und da wollen wir jetzt noch mal näher hoch in Richtung Alpspix, der Aussichtsplattform. Mit der Hochalmbahn jetzt am höchsten Punkt des Skigebiets, am Osterfelder Kopf, auf 2057 Metern angekommen. Und hier seht ihr sie, die Aussichtsplattform, wo wir jetzt mal den Ausblick in Richtung Garmisch-Partenkirchen, aber auch das Höllental wagen werden. Schauen wir uns genauer an. Okay, also eigentlich bin ich bei sowas extrem schmerzbefreit, aber hier geht es wirklich krass runter, 1000 Meter sicherlich. Und auch hier ist das so abgekippt, die Plattform, wackelt auch alles leicht. Ja,
fühlt man sich nicht ganz so sicher. Aber ein besonderer Ausblick ist es auf jeden Fall. Und hier seht ihr das Höllental. Da bin ich schon mal mit Basti gemeinsam aufgestiegen auf die Zugspitze, höchster Berg Deutschlands. Das Video dazu findet ihr hier oben. Dann guten Appetit. Weiter geht's. Das ist schon ganz schön mächtig hier. Hier durch die Felsspalte verlassen wir jetzt das Gebiet oben am Osterfelder Kopf. Sehr griffige Piste, die beste Piste, die wir heute gefahren sind, und tasten uns jetzt heran. Immer mehr bewegen wir uns zur Kandahar. Kommt mit! Boah, brutal! Also hier am Fuße der Alpspitze zu fahren, das ist wirklich sehr eindrucksvoll gerade. Ich bin die Piste auch noch nie gefahren, fahre sie gerade zum ersten Mal. Das kann richtig was. Wow. Und zurück in der Sonne. Wahnsinnig schön dort oben war's. Und jetzt schauen wir uns mal die Kandahar genauer an. Ja, und so schließt sich der Kreis. Hier waren wir ja heute auch schon mal und jetzt fahren wir eine der spektakulärsten und steilsten Pisten, nicht nur Deutschlands, sondern auch des World Cups. Es ist so, dass die Kandahar berühmt berüchtigt ist und diese alten markanten Schilder hier, das Startaus hier und auch der Blick in Richtung Tal, wenn es hier direkt steil bergrein geht, der zeigt schon, dass diese Piste was sehr Besonderes ist. Mit der Nummer 5 markiert geht es dabei 7 Kilometer und 1800 Höhenmeter bergab in Richtung Kreuzeck Talstation und das machen wir jetzt. Auf geht's! Das geht schon richtig ab. Direkt am Start in den freien Fall, dann über den Trögelhang, Unebenheiten und jetzt hier die letzten Meter in Richtung Tal. Okay. Zusammengefasst, das ist ein Brett. Also wenn ihr diese Piste an einem durch runterfahrt, dann brennen auf jeden Fall die Oberschenkel und steil ist sie alle Male. Insbesondere oben am freien Fall, 92% Gefälle, das geht schon ordentlich rein. Wenn euch diese Piste in der Länge ungeschnitten interessiert, dann haben wir euch das Video hier oben verlinkt. Das haben wir auch für euch gedreht. Wir holen uns da vorne jetzt ein Käffchen an der Kandahar 2 Bar und dann ziehen wir oben das Fazit. Ein umfassender Skitag hier in Garmisch Classic neigt sich dem Ende zu und in meinen Augen lohnt sich das Skigebiet für zwei Gruppen. Auf der einen Seite für Familien, Einsteiger, Anfängerinnen und Anfänger, die das Skifahren erlernen wollen, insbesondere im Fokus dabei der Hausberg, wo wir heute am Anfang des Videos unterwegs waren. Und das zweite sind Skifahrerinnen und Skifahrer, die die Ruhe suchen, vielleicht auch ein wenig Nostalgie, denn die Lifte, teilweise ja auch Zweiersessellifte, rufen an sich schon eine gewisse Ruhe hervor und wir sind hier auf einem eher unebenen Gelände unterwegs, das heißt keine großen Pistenautobahnen und das eben auch an der Alpspitze. In Kombination mit der Zugspitze auch nochmal eine tolle Möglichkeit, den Skiurlaub sehr umfangreich zu gestalten. Und jetzt freue ich mich, wenn wir uns in einem nächsten Video wiedersehen, entweder zur Zugspitze, das ist hier oben verlinkt, oder zur Kandahar-Abfahrt. Das Video ist hier unten verlinkt, wenn es schon verfügbar ist. Euch eine gute Skisaison, vielen Dank an Linus hinter den Kulissen und an Eileen für den Schnitt und euch einen guten Tag. Ciao!